ich bin die Jasmin, ich bin 26 Jahre alt und komme aus Bluns, das liegt im wunderschönen Vorarlberg. Ich erzähle jetzt nun ein bisschen was über meine Hörgeschichte. Ich wurde damals mit 4 Jahren das erste Mal mit Hörgeräten versorgt und dann wurde mein Hörverlust im Laufe der Jahre immer schlechter. Deswegen war dann, wo ich 13 Jahre alt war, die Entscheidung, nochmal ein Hörgerät, was mir nichts bringt. Bedeutet, ich wäre dann wieder nur daheim gesessen, in meiner vertrauten Umgebung, hätte nichts mehr mit Freunden unternommen, weil ich einfach das Problem hatte, dass ich gerade im Störlärm nichts mehr verstanden habe. Dann war eben die Entscheidung, entweder Hörgeräte, die mir nichts bringen, oder auch ein Cochlea-Implantat. Es war auch so, dass meine Eltern die Entscheidung befürwortet haben. Sie haben gesagt, ja, sie würden das machen, aber ich soll mich bitte mit 13 Jahren selber entscheiden, weil sie finden, dass ich alt genug bin, um über so eine wichtige Entscheidung selber zu entscheiden, weil es auch mein Leben betrifft. Und dann habe ich mich aufgrund von, dass ich mit einer anderen Betroffenen reden konnte, die war auch um die 15 Jahre alt, mit der durfte ich dann reden. Und dann habe ich mich dazu entschieden und wurde mit 14 Jahren auf der linken Seite das erste Mal implantiert und ein Jahr später mit 15 Jahren dann auf der zweiten Seite. Was bei mir ganz wichtig war, ist, dass ich einfach wieder im Störlärm mich besser unterhalten kann, dass ich die Leute besser verstehe und dass ich einfach wieder aktiv an meinem Leben teilnehmen kann. Und das haben mir meine 2 Cochlea-Implantate ermöglicht. Meine Tipps für die Entscheidung Cochlea-Implantat ja oder nein sind auf alle Fälle, man muss es auch mit der Familie besprechen, weil man ist da eine Zeit lang nicht auf sich gestellt, aber man hört in der Zeit nach Operation bis Erstanpassung, bis man dann wirklich hört, schlechter. Und da braucht man einfach dann die Unterstützung von der Familie. Das heißt, die Familie muss zu 100%, wenn nicht sogar zu 1000% hinter einem stehen. Ohne klappt es nicht. Und für die Entscheidungsfindung empfehle ich auf alle Fälle, dass man sich das in Ruhe überlegt, nicht überstürzt entscheidet, auch nicht das macht, nur weil der Arzt sagt, man muss es machen. Und ganz, ganz, ganz wichtig ist auf alle Fälle der Austausch mit einer betroffenen Familie, mit einem betroffenen Erwachsenen, Kind, Jugendlichen, dass man einfach diesen Austausch hat und Erfahrungsberichte austauschen kann oder einfach dann auch hört und mitbekommt.